Freunde, willkommen zu einem neuen fantastischen Video. Heute mal nicht aus dem Rig. Wir sind hier im fernen, ja, so fern ist es gar nicht, im fernen Süden unterwegs. Einen Moment. Ihr hört es wahrscheinlich schon. Wir sind hier an einer fantastischen Rennstrecke unterwegs. Wir sind in Misano unterwegs. Ich nehme euch heute mal in diesem Video mit in die verschiedensten Locations. Wir werden eine sehr coole Sim-Racing-Launch sehen. Wir wurden nämlich hier eingeladen von Restec in Kombination mit Case King zusammen. Wir haben hier auf jeden Fall sehr, sehr geile Einblicke bekommen rund um die Rennstrecke. Wir waren in der Boxengasse, wir haben Boxenstopps gesehen, wir waren hautnah dabei bei sehr vielen geilen Sachen. Und wie gesagt, wir werden die verschiedensten Locations mal in diesem Video sehen. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß, Leute, weil ich werde jetzt, weil es einfach zu laut hier ist, ein Voice-Over machen und euch dann alles genauestens erklären, was wir gesehen haben. Let's go! Und damit auch nochmal ein herzliches Willkommen von meinem heimischen Mikrofon. Ich kommentiere euch das Ganze jetzt hier nach und wie ich gerade schon gesagt habe, wir waren hier im wunderschönen Italien in der Nähe von Misano unterwegs. Diese Aufnahmen, ja, das war quasi immer das, wo wir gerade zur Rennstrecke gefahren sind oder von der Rennstrecke gekommen sind. Und ich sag's euch, es war Italien wie aus dem Bilderbuch. Ich war zuletzt als Kind hier und jetzt mal wieder nach gefühlt 30 Jahren oder so mal wieder hier zu sein oder das Ganze mal zu sehen. Es war wunderschön. Auch diese Anlage, wo wir hier ja übernachtet haben und untergebracht worden sind. Es ist typisch italienisch gewesen, aber wirklich vom Allerfeinsten, wirklich sehr, sehr schön. Und auch da nochmal ein herzliches Dank an Restec und Case King. Und ich sage euch, die Italiener, die wissen auch, wie man richtig isst oder auch zum Frühstück mal ein bisschen ungesünder isst. Denn das waren hier die Aufnahmen vom Frühstück. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll natürlich darum gehen, ja, was haben wir hier gemacht? Wo haben wir uns hier rumgetrieben? Das war jetzt hier beispielsweise kurz vor dem Clio Cup Training. Da waren wir ein bisschen hier im oder hinter der Boxengasse unterwegs. Und das war quasi unsere Sicht auf die Rennstrecke von der Restec Launch. Also die werdet ihr jetzt gleich auch nochmal von innen sehen. Das war kurz vor dem Renault Clio Start. Und hier können wir uns auch mal eine andere Perspektive noch anschauen. Von der Dachterrasse hier. Der Fitbix unterwegs gewesen. So fit war er hier noch gar nicht an dieser Stelle. Aber was ist das bitte für eine Aussicht? Unfassbar schön gewesen, unfassbar geile Eindrücke haben wir gesammelt. Und für alle, die es nicht wissen, Restec wurde von dem MotoGP-Fahrer, Moto2-Fahrer, also einer, der sehr, sehr schnell auf dem Motorrad ist, wurde diese Marke gegründet. Deswegen ist es hier in Italien, kommt das Simracing auch immer mehr, was sehr, sehr cool ist. Und was Design und so angeht, sind die Italiener ja sowieso immer krass. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Ja, willkommen in der Restec Launch. Da werde ich gleich mal ganz genau im Detail erklären, was gab es hier zu sehen, welche Simulatoren, was war dort alles verbaut. Wir sehen schon Simucube sehr präsent gewesen. Die Jungs und Mädels von Simucube waren hier auch vor Ort. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Aber guckt euch mal bitte ja erstmal diese Location hier an, diese ganzen Simulatoren, aber auch natürlich diese Location im Hintergrund. Also das war wirklich ein absolutes Next-Level-Erlebnis. Hier ist gerade die GT2-Klasse im Hintergrund gefahren. Und dann gleichzeitig hier an den ganzen Simulatoren unterwegs zu sein, das war ein unfassbar geiles Feeling, weil ja beides miteinander so ein bisschen kombiniert war, der echte Motorsport. Du riechst den echten Motorsport und sitzt im Simulator, also näher kannst du das Ganze nicht miteinander verbinden. Simucube, wie gesagt, sehr präsent hier gewesen mit Active Pedals an manchen Simulatoren, mit Wheelbases an fast oder ich glaube sogar jedem Simulator. Das war sehr praktisch, denn ich konnte einfach mein Profil von zu Hause aus hier laden, denn ich bin hier auch gefahren und deswegen habe ich mich direkt sehr heimisch gefühlt. Das ist ja auch einer der Vorteile von Simucube, dass man sein Profil direkt einfach hier laden kann und dann direkt seine ganzen Settings von zu Hause mitnehmen kann. Aber das war hier das High-End-Modell, was die hier stehen hatten und guckt euch mal auch diese Verkleidung an. Der Mattia Pasini, der das Ganze hier gegründet hat, diese Marke, der ist ja Moto2-Fahrer oder auch einer der schnellsten auf dem Motorrad gewesen oder fährt jetzt gerade immer noch, also ist noch aktiv. Und hier sehen wir auch nochmal diese wunderschöne Aussicht, also das hat mich immer wieder gecatcht. Aber worauf ich gerade zu sprechen kommen wollte, ihr seht schon sehr viel Carbon verbaut und sehr viel auch, sagen wir mal, aus dem Motorradrennsport verbaut. Also diese Verkleidungsteile, die wurden natürlich extra für einen Simulator angepasst, aber die sind hier zum Beispiel auch an diesen High-End-Simulatoren verbaut und dementsprechend auch sehr viel Leichtbau, also sehr viel Carbon verbaut. Hat natürlich auch seinen Preis, also diese Simulatoren sind nicht günstig, das ist wie gesagt High-End. Aber was ich auch sehr cool fand, man konnte sehr viel
ja, auf sich anpassen. Das heißt, überall waren Slider verbaut. Man konnte in der Höhe alles sehr easy verstellen oder nicht nur in der Höhe, sondern generell auf seine ganzen Bedürfnisse. Und man hatte die verschiedensten Sitzpositionen. GT-Sitzposition, Formula-Sitzposition. Ich bin hier auch in der Formula-Sitzposition hinterher gefahren, habe auch von hier gestreamt und habe natürlich auch einiges getestet und so zum Beispiel auch diesen High-End, also wirklich High-End-Simulator, weil der hatte ein Motion-System, der hatte, wie gesagt, dieses Leichtbau-Rig dort drauf gebaut, Triple Screen, wie ihr sehen könnt. Und das Ganze, ja, hier natürlich auf Misano in iRacing haben wir das Ganze getestet, aber auch in ACC. Und da war ich auch schon wieder kurz überfordert mit den kalten Reifen hier in iRacing. Aber dieses Motion-System, da war ich auch wirklich sehr positiv von überrascht, muss ich sagen. Ich bin ja so an sich, also zu Hause würde ich mir so ein Ding wahrscheinlich eher nicht hinstellen. Vielleicht, wenn ich mal irgendwann eine komplett eigene Sim-Racing-Location irgendwo habe, wo alles getrennt voneinander ist, dann wäre sowas bestimmt richtig cool, weil es macht wirklich Spaß, aber dann für den täglichen Gebrauch, beziehungsweise auch vielleicht für E-Sports, ist das Ganze dann vielleicht eher nicht so für mich geeignet. Es ist auf jeden Fall ein geiles Erlebnis gewesen. Ihr seht auch mal verschiedene Perspektiven und da habe ich mich schon dabei erwischt, dass ich immer weiterfahren wollte, weil der Spaß einfach ja so geil war, so gegeben war. So, aber dann habe ich mir erstmal das Schienbein gestoßen, während ich hier mich in dieses Formula-Rig reingequetscht habe. Und ihr seht ja den Sitz beispielsweise, das ist auch ein Voll-Carbon-Schalensitz. Also das ist wirklich ultra leicht. Der wiegt, glaube ich, insgesamt 1 Kilo oder so. Also so gut wie gar nichts. Und da dachte ich mir erstmal, kann das irgendwie stabil sein? Kann das irgendwie bequem sein? Ihr seht, der Sitz, der, ja, wenn man sich richtig reindrückt, dann kann der schon auch so ein kleines bisschen nachgeben. Aber insgesamt dafür, dass es so dünn und leicht ist und gerade natürlich auch für Motion Rigs perfekt geeignet ist, weil je leichter, desto besser, desto weniger Masse muss bewegt werden. Das ist natürlich eine richtig geile Sache dafür gewesen und ich war überrascht, wie bequem diese Sitze noch waren. Und hier war ich dann jetzt gerade auch im Livestream. Ihr wart auch größtenteils dabei und da sind wir hier auch gegen ACC-Elitefahrer gefahren aus der Vergangenheit. Zampedri, Pisano, wie sie alle heißen, hier italienische Fahrer. Ich wurde live übertragen auf dem Fernseher, was ich dann auch erst hinterher gesehen habe, aber das war schon irgendwie ein ganz anderer Vibe und die Leute haben dann zugeguckt. Es war richtig cool. Dann sind wir hinterher auch noch ein Rennen gefahren, welches dann auch so ein bisschen eskaliert ist. Dann auch alle hier von dieser Restec Lounge aus. Das heißt, wir saßen alle nebeneinander, sind alle gegeneinander gefahren und das war auch mal so ein einmaliges Erlebnis, beziehungsweise das haben wir zuletzt eigentlich auf der Sim-Expo so richtig mal erlebt und da war ja auch alles mehr getrennt voneinander. Hier saßen wir alle nebeneinander und dann ging es jetzt hier gleich in dieses Rennen hinein. Hier seht ihr zum Beispiel den Start. Ich bin von P2 gestartet, ja, also der Quali-Bix in ACC, er konnte es noch und jetzt springen die Lampen auf grün, müsst ihr auch darauf achten. Da wurde direkt hier in der ersten oder in der zweiten Kurve so ein bisschen geholzt. Wir sind auf der Außenseite hier unterwegs, auf Misano natürlich, einer meiner Lieblingsstrecken aus der Vergangenheit und im Hintergrund wurde gekegelt und da haben sie sich erstmal alle typisch italienisch aufgeregt, haben gelacht, haben diskutiert. Aber das war super cool. Ich habe das auch immer alles so im Hintergrund gehört und das hast du dann alles natürlich wahrgenommen, was da passiert ist. Wir haben zum Schluss dann den zweiten Platz hier nach Hause gefahren, was richtig viel Spaß gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber insgesamt heißt es natürlich nicht, dass ich jetzt hier wieder ACC fahren werde, aber das Gesamterlebnis war schon ziemlich cool. Dann habe ich noch ein paar Lenkräder getestet, zum Beispiel auch hier dieses VPG-Lenkrad, das quasi original Mustang-Lenkrad. Und die HRT-Fahrer, die ja in echt auch den Mustang fahren, die sind hier auch mal kurz vorbeigekommen, haben auch mal alles getestet, waren auch sehr angetan. Hier haben wir auch noch mal ein Foto zusammen gemacht in der Mitte. Übrigens der Fabrizio, der hat uns hier ja überall die Einblicke noch gegeben, hat sich um uns gekümmert, damit wir hier nicht komplett verloren sind in Italien. Und dann auch wirklich ein Highlight für mich. Wir wurden hier auch mal in verschiedene Boxengassen geholt, zum Beispiel vom Team HRT, die mit diesem wunderbaren Schätzchen unterwegs sind. Ja, ich weiß, ich habe nicht die beste Beziehung zu dem Ford Mustang hier aus ACC damals, aber dann mal hier diese Einblicke zu kriegen, in der Boxengasse zu sein, während an dem Auto rumgeschraubt, getestet wird, das war Next Level, sage ich euch. Dann wurde das Auto auch nochmal angemacht und wir haben uns erstmal fehl am Platz gefühlt. Wir dachten uns, ey, können wir jetzt hier wirklich dabei sein? Ja, wir durften fast überall mit dabei sein. Klar, im Detail darf sie hier vielleicht nicht alles filmen oder jeden Monitor analysieren, aber
allein diese Einblicke hier zu bekommen und diesen Sound hier im Hintergrund zu hören, das hat mich auf jeden Fall infiziert mit dem echten Motorsport auch. Also da merkst du auch erstmal, diese ganzen Einblicke, die bekommst du natürlich im Simulator nicht. Und es hörte natürlich nicht auf mit den Einblicken. Wir waren hier dann teilweise auch im Grid unterwegs und konnten hier ganz nah mit dabei sein. Ihr bekommt auch gleich noch mehr krasse Einblicke. Ja, Freunde, und dann ging es in Richtung Startaufstellung und jetzt ging es ans Eingemachte. Guckt euch mal bitte dieses Monster an, wenn das hier auf dich zugefahren kommt. Also der Anblick von diesem Auto, wenn er so auf dich zukommt, das ist schon brutal, aber auch generell hier in dem Grid zu sein. Und diese ganzen Autos, ihr seht es ja, wir waren teilweise Zentimeter neben vielen Rennfahrern, vielen Autos. Du konntest überall reinschauen, überall zuhören. Das war unfassbar. Und was auch unfassbar war, wie vielleicht einige von euch wissen, ich habe ja hier ein Poster hängen von einem meiner Jugend- bzw. auch Kindheitsidole, Valentino Rossi. Den werden wir gleich auch noch sehen, beziehungsweise da habe ich mir noch ein Autogramm gesnackt. Und das alles hätte ich vorher niemals für möglich gehalten, dass wir hier mal so nah rangekommen sind. Da muss ich auch nochmal einen Dank an HRT, wie gesagt, aussprechen und auch an Motorsportzentrum Ried und RTR Projects. Da muss ich ein herzliches Dank aussprechen, weil ohne die wären wir hier gar nicht so nah dran gekommen. Und hier ist der nette Kollege auch, der hat mich dann auch erkannt, hat mich auch angesprochen. Und hier haben wir mal kurz Hallo gesagt bei den Jungs von, wie gesagt, MZR, Motorsportzentrum Ried und RTR Projects. Und der Kollege, der hatte mich dann auch erkannt, hat mich angesprochen und hat gesagt, ey, wollt ihr mal hier reinkommen, wollt ihr mal reinschnuppern? Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Und da auch nochmal ein herzliches Dank an Chiro, den Kameramann. Leute, Ausrufezeichen Ehren Chiro in die Kommentare, dass er hier so geile Aufnahmen auch gemacht hat die ganze Zeit. Richtig gut gewesen. So konnte ich mich zumindest mal hier auf eine oder manchmal auch auf zwei Sachen konzentrieren und war nicht komplett überfordert. Hier seht ihr mal, ja, wie geil auch so ein KTM einfach dann in echt aussieht. Ihr seht es natürlich jetzt gerade nicht in echt, aber ich kann euch sagen, diese Autos, die sehen so brachial aus. Ich hoffe, das kommt hier einigermaßen rüber im Video. Hier wurde noch ein KTM, der einen leichten Einschlag hatte, repariert. Dann waren wir noch mal drüben bei HRT, wo ja, der Mustang jetzt auch noch mal bereit gemacht worden ist für ein Training. Und hier hat der Kollege sich dann auch auf die Reise gemacht. Auch der Sound, die Soundkulisse kommt jetzt auch nicht ansatzweise so rüber in diesem Video, wie es dann in echt ist. Der Max Verstappen Ferrari war auch direkt nebenan. Da werden wir jetzt gleich auch einen Boxenstopp mal sehen. Das war auch wirklich beeindruckend, wie schnell das geht und wie heftig präzise die ganzen Mechaniker da auch unterwegs sind. Wie jeder Handgriff im Endeffekt sitzt. Ihr seht mich hier rechts mit der Kamera, da habe ich auch eine Story gemacht auf Insta. Also das war auch sehr beeindruckend. Da muss man auch wirklich aufpassen, weil die Reifen, die werden teilweise auch einfach hier reingefeuert und geworfen. Und das ist dann natürlich nicht so angenehm, wenn du da irgendwo im Weg stehst und die dich überrennen. Und zack, schon ist ein Boxenstopp jetzt hier absolviert von der Verstappen-Crew. Und hier haben wir auch nochmal eine andere Perspektive. Da kam der Verstappen-Ferrari auch gerade an die Box und wir sind hier auf einem Aston Martin drauf. Wie geil das auch einfach von oben aussieht. Also so coole Eindrücke. Der Mustang kam auch wieder zurück an die Box, hat nochmal einen kleinen Testlauf gemacht hier im Training und wurde dann auch wieder hochgebockt. Wurde dann kurze Zeit später nochmal runtergebockt und hat sich dann nochmal auf die Reise gemacht. Wir haben alles aufgesaugt. Wir haben alles, jede Kleinigkeit, jedes Gespräch, jede Info hier mit aufgesaugt. Und wir haben uns auch mal auf den Weg gemacht, verschiedene Tribünen besucht, weil du konntest hier nicht komplett um die Rennstrecke herumlaufen. Ihr seht ja auch da hinten, die Tribünen, die sind alle leer gewesen. Das heißt, alles rund um Startziel, das konntest du hier besuchen. Aber komplett um die Rennstrecke herum, das war leider nicht möglich. Aber auch so war das schon sehr, sehr geil, welche Perspektiven du hier sehen konntest. Also hier den letzten Sektor quasi, wo auch die ein oder andere Attacke im Rennen schon mal gemacht wird. Und dann ging es jetzt hier ans Eingemachte, der Porsche Cup. Es waren hier verschiedene Klassen unterwegs im Rahmen der GT World Challenge, Renault Clio Cup, dann der Porsche Cup, GT2, GT3, GT4 und hier haben wir zum Beispiel auch mal einen Porsche Cup Start eingefangen. Das kommt leider nicht ansatzweise so rüber vom Sound, wie ich es gerne hätte. Aber alleine diese Kameraperspektive gerade, wir waren direkt an der Boxenmauer
Und näher dran kann es einfach nicht sein. Dieser Lambo, der sah auch unfassbar krank aus, muss ich nochmal jetzt hier auch sagen. Und dann ging es, wie gesagt, kurz vor dem Rennstart ins Grid für uns. Wir waren auf der Rennstrecke im Grid unterwegs und allein dieses Feeling, wenn du die Strecke mal betrittst, es ist alles irgendwie so fremd, so wild, aber trotzdem irgendwie vertraut, weil die Strecken kennst du natürlich auch schon aus dem Simulator, aber dann wirklich mal in echt auf der Strecke zu sein, ist nochmal ein ganz eigenes Feeling. Das Safety Car hat jetzt hier auch das Grid quasi erreicht. So, und jetzt ging es hier an den Gridwalk oder in den Gridwalk und wir sind einmal fast bis nach ganz vorne gekommen und haben uns alles mal ganz genau im Detail angeschaut. Hier die Jungs und Mädels von HRT, hier ein Benz zu unserer Linken, Ferrari, alle natürlich am Start, also jedes Auto haben wir dann uns natürlich auch mal genau im Detail angeschaut. Oder auch jetzt mal hier so in diese Autos hineinzuschauen, die Lenkräder zu sehen. Es sieht irgendwie alles vertraut aus, wie ich gerade schon gesagt habe, aber irgendwie auch komplett ja neu und fremd und wirklich beeindruckend. Und jetzt sind wir hier auch nochmal an der Mamba unterwegs gewesen, dem Mannfilter AMG. Unfassbar beeindruckendes Auto, auch in echt, kommt nochmal viel krasser rüber in echt. Lucky Auer, der sich da gerade fertig macht fürs Rennen. Und hier auch noch ein AMG, wo der Lukas Stolz, glaube ich, drauf war. Genau, da war er auf der linken Seite. Ja, und die sind ja alle an mir vorbeigerannt und ich dachte mir so, was geht hier denn gerade ab? Da ist er jetzt gerade an der Kamera vorbeigelaufen mit seinem Kollegen. Und dann kam ja einer meiner absoluten Highlights, Valentino Rossi. Ja, ein absolutes Idol für mich. Hier auch die ganzen anderen Jungs. Zum Beispiel Van der Linde ja auch auf der linken Seite gewesen und ja, es war crazy. Es war absolut crazy. Dann ging es hier ins Rennen von den GT3s und guckt euch mal diese Lichtstimmung hier an. Also, was soll ich dazu noch sagen? Es war perfekt, es war vom Wetter her einfach unglaublich geil. Das Rennen war sehr, sehr geil. Ja, und wer hat es denn am Ende des Tages gewonnen? Dreimal dürft ihr raten. Ein Schelm, wer da Böses denkt, wenn Rossi hier zu Hause in seinem Wohnzimmer unterwegs ist und dann auch noch das Rennen gewinnt. Krasser geht's natürlich nicht. Und wir waren live dabei. Hier haben wir ein paar Aufnahmen von ein paar Autos gemacht aus der Restec Lounge, die natürlich hier direkt an Start und Ziel ist, wo man die letzte Kurve noch schön sehen kann, aber auch generell eine sehr geile Übersicht über die gesamte Strecke hat. Hier wurde ein Lambo abgeschleppt, der in der letzten Kurve eingeschlagen ist. Und das ist natürlich dann nicht ganz so geil gewesen, aber hier haben wir dann eine Full Course Yellow gehabt. Alle waren ja relativ langsam unterwegs. Und dann ging es jetzt hier ins Finale, wo Mattiello, also der mit Valentino Rossi, auf einem Auto ist mit der Nummer 46, hier den Ferrari gejagt hat. Und dann haben sie auch kurze Zeit später den Ferrari gecatcht und haben das Ding nach Hause gefahren, was natürlich crazy war. Wir haben dann abends nochmal den Abend ein bisschen ausklingen lassen und La Dolce Vita, das italienische Leben hier ein wenig genossen. Es war wirklich wunderschön, meine lieben Freunde, und ich gebe euch nochmal mein letztes Wort. So, Freunde, ein fantastisches Wochenende neigt sich dem Ende, würde ich mal sagen. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Unglaubliche Einblicke, die wir bekommen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Alleine, ich meine, mehr muss ich wahrscheinlich nicht erzählen. Es war halt wirklich unglaublich in jeglicher Hinsicht. Also erstmal, wo wir auch sein durften. Italien wirklich wunderschön, ich war hier noch nie zuvor. Aber auch Misano, mega geile Rennstrecke und die ganzen Einblicke, die wir da wie gesagt bekommen haben. Erstmal in der Restec Lounge, dass wir dort überhaupt eingeladen worden sind. Mega geil, also da nochmal Danke an Restec und Case King natürlich, die das ermöglicht haben. Euch muss ich natürlich auch erstmal einen riesen Dank aussprechen, weil ohne euch wäre es natürlich auch nicht möglich, dass ich sowas hier genießen darf und euch zeigen darf. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie gesagt, ihr habt es ja gesehen. Hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat und dass es nicht der letzte Ausflug war, weil ich habe es echt genossen, auch mal wirklich hier so unterwegs zu sein, die Leute kennenzulernen, auch hinter der einen oder anderen Brand. Simocube war ja zum Beispiel auch hier. Alles super coole Leute, alle haben die Passion. Und ich hoffe, das konnte ich euch mit diesem Video so ein bisschen mitbringen oder überbringen. Und deswegen danke ich euch fürs Zusehen. Lasst ein Abo oder lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns im nächsten Real-Life-Video oder Sim-Racing-Video, wie ihr wollt. Euer Mabix, haut rein und tschüss!